Willkommen in Barcelona, einer Stadt im Norden Spaniens am Mittelmeer, in der es im Sommer sogar noch heißer ist als in Deutschland. Während alle Locals über Mittag die Voraussicht haben, ihre Arbeit einzustellen und Siesta zu machen und die meisten Deutschen nach Barcelona fahren, um im Meer zu baden, bin ich im Hochsommer in Barcelona Berge raufgeklettert und kein einziges Mal baden gewesen. Was habe ich denn sonst gemacht? Würde ich einen Hitzeschlag erleiden? Würde ich es schaffen, mich auf die echten Sehenswürdigkeiten in Barcelona zu konzentrieren, anstatt auf leerstehende Gebäude und Verkehrsdesign? Und ultimativ, wie finde ich einen Urlaub im Ausland im Vergleich zu meinen Reisen in Deutschland? Das alles in diesem Video. Aber zuerst, wie bin ich nach Barcelona gekommen? Naja, vom Flughafen BER aus kommt man mit dem Flugzeug mit einem Direktflug in 2 Stunden von Berlin nach Barcelona. Also bin ich vom Flughafen BER aus mit dem Bus gefahren. 33 Stunden lang. Ich weiß auch nicht ganz warum. Aber auf diese Weise hatte ich noch einen kurzen Aufenthalt in Paris und konnte mir die wunderschön beleuchtete Seine ansehen. Ich bin auf jeden Fall irgendwann in Barcelona angekommen und jetzt nimmt das Video eine alternative Struktur an. Und zwar, anstatt euch chronologisch von meinen Erlebnissen zu erzählen, wie im ersten Video, rede ich einfach thematisch sortiert von dem, was es in Barcelona so zu sehen gab. Los geht's! Das Essen. Natürlich ist Essen eines der interessantesten Dinge, die man im Urlaub erleben kann. Und ich war in vielen verschiedenen Restaurants. Zum Beispiel war ich in einem Rahmenrestaurant, in dem die Wände komplett mit Manga-Ausschnitten tapeziert waren. Sogar auf der Toilette. Und ich war in einem deutschen Restaurant, in das ich einfach gehen musste, weil mich der Slogan an der Außenwand einfach überzeugte. Brauerei und Spezialisierung unseres Wurstdeutschen. Nein, der Satz ist zu Ende. Das stand da so. Ich wusste also, die Leute hier haben offensichtlich Ahnung von Deutsch und Deutschland und deutscher Küche. Ich muss hier einfach hingehen. Und ich muss ehrlich sein, das Einzige, an das ich mich erinnere, war nicht etwa das Essen. Ich weiß nicht mal mehr, was das war. Ich schätze mal so eine Art McRib für Vermieter. Aber ich erinnere mich noch immer genau daran, dass ich gefragt wurde, ob ich einen kleinen oder einen großen Smoothie haben will. Und da dachte ich mir, ich bin ja ein großer Junge. Ich nehme natürlich nicht den kleinen Smoothie, also wahrscheinlich so 0,2 oder so, sondern schon einen großen, also 0,4. Wie sich herausstellte, ist ein großer Smoothie dort 1 Liter. Da hatte ich ein bisschen mit zu kämpfen. Aber nochmal zurück zu diesem Slogan. Allgemein hatten viele Dinge, was Essen angeht, sehr interessante Namen. Der Döner heißt zum Beispiel dort Otto Kebab. Das klingt für Deutsche natürlich lustig. Der ist ein bisschen ein Otto geworden, aber ich habe Respekt vor dem. Aber wenn man sich vor Augen führt, dass das wahrscheinlich mit dem Ottomanischen Reich zu tun hat, wird einem klar, woher das wohl kommt. Dann hatten wir noch hausgemachte Bombe und gegrillte Bienen. Und im Lidl hießen die Donuts Floppy Bonbons. Ach ja, und zu den Donuts. Holy shit, waren die geil. Es gab dort beim Lidl einfach Schokoladendonuts, aber halt die mit vollkommener Schokoladenüberziehung für 30 Cent das Stück. Damit wisst ihr auch, was ich jeden Morgen zum Frühstück gegessen habe. Das Palau Güell. Okay, sprechen wir über Antoni Gaudí. Um den kommt man fast nicht drum rum, wenn man sich Attraktionen in Barcelona ansieht. Gaudí war ein berühmter Architekt, der viele Gebäude in Barcelona konstruiert hat, die so eine, als Deutscher würde ich sagen, 100 Wasser ähnliche Architektur haben. Das Palau Güell war der Familienwohnsitz der Familie Güell, eine sehr reiche und einflussreiche Familie in Barcelona im 19. und 20. Jahrhundert. Und ja, das Palau Güell ist heute eine Touristenattraktion, die man sich ansehen kann. Eine Sache ist mir aufgefallen, bei der ich mich schon ganz schön boomermäßig gefühlt habe. Seht ihr die ganzen Leute mit den iPads? Ja, also, das sind nicht deren eigene. Man kann sich, genauso wie man sich einen Audioguide ausleihen kann, auch ein iPad ausleihen, mit dem man dann eine Virtual Reality Tour durch das Gebäude machen kann. Ich weiß nicht, ob ich einfach langsam alt werde oder ob ich es zu Recht seltsam finde, dass man sich ein Gebäude anschauen geht, nur um sich dann nicht das Gebäude, sondern eine virtuelle Nachbildung des Gebäudes anzusehen, die man sich ja überall ansehen könnte. Dafür muss ich ja nicht ins Gebäude gehen. Also, damit das klar ist, das war keine Augmented Reality Tour, wo die echte Welt mit Zusatzinfos überlagert wird. Sowas finde ich sehr cool. Nein, durch diese Tablets sieht man eine komplette virtuelle Rekrierung des Gebäudes.
Okay, muss man nicht verstehen. Aber am Ende des Rundgangs durch das Palau Güell bekommt man noch was richtig Cooles zu sehen. Man fragt sich zuerst, was kommt denn jetzt, wenn man die ganzen Warnhinweise am Eingang liest? Aber es stellt sich heraus, hier gibt es einen Raum, der komplett mit Bildschirmen zugepflastert ist. Also Boden, Decke und alle Wände. Hier hat man einer KI haufenweise Kunstwerke und technische Zeichnungen von Gaudí gezeigt und hat sie dann träumen lassen. Ich weiß, im Zuge der neuesten KI-Entwicklung seit Dezember 2022 scheint das jetzt nicht wirklich beeindruckend. Aber ihr müsst bedenken, das war im Sommer 2022. Da hatte noch keiner was von Firefly, DALL-E oder ChatGPT gehört. Na klar, heute könnte das quasi jedes Museum mit den Werken jedes Künstlers machen. Aber damals war das etwas sehr Beeindruckendes. Ach ja, und abgesehen von den KI-Träumen ist natürlich auch die Art der Präsentation in diesem Raum mit diesem Bildschirm ziemlich einzigartig und sehr trippy. Der Montjuïc. Ganz in der Nähe meiner Unterkunft liegt der Montjuïc. Das ist ein Berg, auf dem sich die Burg Montjuïc befindet. Und natürlich musste dieser Berg bestiegen und sich die Burg angesehen werden. Und meine Güte, der Berg ist echt steil. Dabei habe ich nur einen kleinen Teil der Höhe wirklich mit Wandern überwunden. Den größten Teil kann man mit einer Seilbahn überwinden. Ein Glück. Und in der Nähe der Seilbahnstation gibt es ein Schwimmbad, von dem aus man wirklich einen einmaligen Ausblick auf die Stadt hat. Das war, soweit ich recherchieren konnte, mal ein ehemaliges olympisches Wettkampfbecken, was nun als Schwimmbad genutzt wird. Aber natürlich bin ich da nicht baden gegangen. Ich meine, im Sommer baden gehen, wer kommt denn auf sowas? Nein, es ging weiter mit der Seilbahn zur Burg. Ich muss sagen, die Burg ist jetzt gar nicht so cool. Bis auf die Aussicht. Also die ist wirklich wunderschön. Es dauert wirklich lange, bis man sich daran satt gesehen hat. Aber die Burg selbst ist ganz nett. Es ist halt wirklich zum größten Teil nur noch die Struktur, in der es nicht so viel zu sehen gibt. Naja, aber auf dem Mont Montjuïc gibt es natürlich noch andere Sachen zu sehen. Zum Beispiel einen wirklich netten Park mit Springbrunnen und Blick auf die Stadt. Und 15:30 Uhr startete unter der Seilbahnlinie ein Festival namens Barcelona Brunch. Das konnte man dann beim Runterfahren von oben betrachten. Die Sagrada Familia. Guckt man sich die Skyline von Barcelona an, fällt sofort ein Gebäude auf. Die Sagrada Familia, zusammen mit den vielen Krähen, die an ihr stehen. Ihr müsst wissen, die Sagrada Familia ist eine Kirche, die im Gegensatz zu vielen anderen Kirchen nicht der Kirche gehört. Der gesamte Bau der Kirche wird über Spenden und Eintrittsgelder finanziert. Und ja, ich rede hier im Präsens, denn die Kirche ist selbst nach 141 Jahren Bau nicht fertig gebaut. Denn man macht sich oft gar nicht bewusst, wie viel Geld der Bau einer Kirche kostet, wenn man nicht selbst die Kirche ist. Schon bevor man eintritt, ist der Eintritt ein Abenteuer an sich. Ich war zuerst amüsiert, als ich die ganzen verbotenen Sachen auf der Webseite und den Schildern gesehen habe. Zum Beispiel darf man legit keine Flaggen mitbringen. Aber als ich am Eintritt ankam, wurde mir klar, wie ernst die das dort meinen. Die Einlasskontrolle war wirklich genauso wie am Flughafen. Also Rucksack und alle metallischen Gegenstände in den Korb, dann durch einen Metalldetektor und abtasten lassen. Aber der Blick drin ist es auf jeden Fall wert. Lasst mal dieses Lichtspiel auf euch wirken.
Man kann in der Sagrada Familia auch noch zusätzlich eine Besichtigung eines der Türme buchen. Und das habe ich natürlich auch noch gemacht. Es ist allerdings ganz anders gewesen, als ich es mir vorgestellt habe. Dort oben gibt es keine Aussichtsplattform oder so. Man wird von dem Fahrstuhl nach draußen geworfen und dann geht man nur über eine kleine Brücke und dann ist man auch schon an der endlos langen Wendeltreppe, die den Weg nach unten darstellt. Also der Blick von dieser Brücke ist wirklich cool, aber man hat halt nicht wirklich Zeit und es ist auch nicht wirklich angedacht, dass man sich dort länger aufhält. Es geht eher um das Erlebnis, diese Wendeltreppe herunterzugehen. Die 3 Schornsteine. Von extrem fancy Gebäuden zu extrem unfancy Gebäuden. Dieses Gebäude stach mir einfach immer wieder ins Auge. Ich habe so viele Fotos gemacht, einfach weil es mich jedes Mal in seinen Bann gezogen hat. Ich habe dann mal nachgeschaut, was das überhaupt für Türme sind. Also, diese Schornsteine gehören zu einem Elektrizitätskraftwerk, das La Canadenza hieß. Es war eines der fortschrittlichsten seiner Zeit, aber es war halt auch ein Kraftwerk mitten in Barcelona. Ich kann schon verstehen, warum sie es eingestellt haben. Unten an den Türmen gibt es auch noch einen Park, der für seine Sprayer-Kultur bekannt ist. Also wirklich der ganze Park ist zugesprayt. Hier auf diesen Bildern kann man das nur erahnen. Heutzutage ist wirklich die ganze Fläche bunt, inklusive der Straße. Und jetzt kommt's. Es gibt in Barcelona einfach 2 Dinge, die Les Trois Semineries, also die 3 Schornsteine heißen. Und das andere ist einfach das hier. Das ist so cool und beeindruckend. Das hätte ich mir gerne genauer und in echt angesehen, aber diese ehemaligen Schornsteine von einem Kraftwerk, die heute ein Vogelschutzturm sind, waren extrem weit weg. Und deswegen konnte ich nicht hinfahren. Da hatte ich leider keine Zeit für. Der Parc Güell. Im Norden von Barcelona liegt der Parc Güell. Der wurde auch von Gaudí entworfen. Ich war da tatsächlich 2-mal, weil es beim ersten Mal einfach keine Tickets mehr gab. Aber da man schon mal da war, konnte man wenigstens die Aussicht vom Berg aus genießen, an dem sich der Parc Güell befindet. Also einmal Treppe hoch, die wundervolle Aussicht genießen und Treppe wieder runter. Beim nächsten Mal war es dann aber möglich, den Park zu besichtigen. Und was soll ich sagen? Die Architektur hat genau diese, ich würde sagen, 100 wasseresken Gestaltungselemente, die man auch schon im Palau Güell sehen konnte. Das L'Aquarium Barcelona. Nach der Hälfte des Urlaubs bin ich krank geworden. Ja, die Kombination aus Hitze und einer Klimaanlage meiner Unterkunft war praktisch dafür prädestiniert, mich früher oder später krank werden zu lassen. Glücklicherweise gibt es auch in Spanien Apotheken und diese haben einen frei verkäuflichen Hustensaft, der, ich kann es nicht anders sagen, dich komplett aus dem Leben kickt. Also ohne Übertreibung. Ich habe diesen Hustensaft genommen und einfach 2 Tage lang durchgeschlafen. Später habe ich dann gemerkt, warum der Hustensaft so uncharakteristisch hart gewirkt hat. Der enthält einfach Morphin. Naja, aber man muss ihm lassen, nach 2 Tagen ging es mir schon wieder viel besser. Ich war aber immer noch ziemlich, man muss einfach sagen, drauf. Aber es war der letzte Tag, an dem ich mir das Aquarium hätte ansehen können. Also habe ich mich überwunden und es besucht. Und ja, es ist ein Aquarium, in dem man sich viele verschiedene Fische und anderes Meeresgetier ansehen kann. Ich muss zugeben, ich kann mich nicht mehr an viel erinnern. Es gab allerdings auch wieder interessante Übersetzungen von Namen von verschiedenen Meeresbewohnern. Bastard Grunt und Huso Huso zum Beispiel. Oh, und man konnte außerdem Tauchern beim Füttern, Reinigen, also man konnte ihnen auf jeden Fall beim Tauchen im Aquarium zusehen. Boah, das Ganze war mir viel zu stressig. Ich habe keine Lust, wieder mit dem Bus zurück nach Deutschland zu fahren. Kann ich bitte per Schnellreise zurück nach Chemnitz? Okay. So, jetzt bleibt uns nur noch eine Auswertung zu machen. Wie schlägt sich ein Urlaub im Ausland gegen meine Urlaube in Deutschland? Naja, also ich muss sagen, insgesamt finde ich beide Sachen ziemlich gleichwertig. Das große Plus an Urlauben in großen Touristendestinationen ist natürlich, dass man dort Dinge sehen kann, die man sonst nie sehen könnte. Also die Sagrada Familia kann man logischerweise nur sehen, wenn man nach Barcelona fährt. Bedeutet für mich, jede Art von Urlaub hat so ihren Reiz. Für die großen kulturellen Dinge, die ich halt nur an einem anderen Ort im Ausland erfahren kann, fahre ich natürlich auch in Zukunft noch ins Ausland. Aber für das einfache Entdecken von idyllischen Spots und Entspannen in der Natur reicht mir auch weiter in Deutschland, obwohl man das natürlich auch im Ausland machen kann. Ja, das war der zweite und letzte Teil vom Projekt Wieland Sommer.
Ich hoffe, ihr fandet es interessant, mir zuzusehen, wie ich Barcelona erkundet habe. Wenn ihr Teil 1 noch nicht gesehen habt, findet ihr den hier. Und auf der anderen Seite findet ihr das Video über das Verkehrsdesign von Barcelona. Das ist nämlich so viel geworden, dass ich das nicht als Ausschnitt hier drin haben wollte, sondern das ist jetzt ein eigenes Video, das findet ihr hier. Macht's gut. Was habe ich denn sonst gemacht? Würde ich einen Hitzeschlag erreichen? Habe ich den Hitzeschlag erreicht?